Hallo zusammen, hallo Ulrich. Heute gibt's mal wieder eine Folge vom der Data Rant Podcast. Wir waren jetzt eine Weile nicht mehr zu hören, was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass wir beide viel zu tun hatten, wobei das, was wir zu tun hatten, sehr unterschiedlich war. Aber jetzt sind wir zurück und ich hoffe, dass wir es auch wieder hinkriegen, häufiger eine neue Folge rauszubringen. Und heute soll es um das Thema Wir machen alles mit KI gehen. Und ja, hi Ulrich. Hallo. Ja, freue mich total, dass es endlich wieder klappt und, ich hoffe, wir können unsere Fans mit deutlich regelmäßigerem Content, versorgen in der kurzfristigen Zukunft. Unsere 5 Fans, die wir vielleicht haben. Ja, ne, weiß ich gar nicht. Lange nicht mehr geguckt, aber ich denke, hm, wird sich in Grenzen halten. Aber das können wir ändern. Wie immer gibt's am Anfang erst mal 'n Recap, was wir so in der letzten mittlerweile letzten paar Monaten wahrscheinlich eher gelernt haben. Aber möchtest du da einfach anfangen, Ulrich? In den letzten Monaten habe ich gelernt, dass es super, super schwer ist, die einfachen Dinge richtig zu machen. Vor allem in 'nem frühen Projekt, wenn man 'n Data Lake, Data Warehouse, Umstellung in die Cloud macht, hat man so den Antrieb, und das ist auch von den Einschlägen Vendors, ja, vorgeschlagen, dass eben diese Time to First Dashboard sehr, sehr klein ist. Auf diesem Weg dahin baut man sich leider halt einige Abkürzungen ein, die es dann deutlich, deutlich schwerer machen, in 'ner späteren, mittelfristigeren Phase vom Projekt die Geschwindigkeit hochzuhalten, mit der man eben das erste Dashboard, die erste Datenquelle angeschlossen hat. Warum? Weil natürlich das, was man am Anfang macht, in eine Dokumentation landet. Das lesen andere im Unternehmen und dann halten sich viele Leute plötzlich an die Dokumentation, wie man es praktisch in Version 1, in der Alpha 1 Version des Dashboards, implementiert hat. Dass das aber natürlich nicht die langfristige Möglichkeit ist oder die langfristig gute, Möglichkeit ist, Dinge zu tun, ist natürlich in so 'ner Lernkurve, wenn man in so 'n Cloud Warehouse oder Cloud Lakehouse Lösung geht, natürlich ganz logisch, dass man am Anfang eben Dinge nicht so macht, wie man's langfristig tun sollte. Und das natürlich schränkt die langfristige oder fristige Entwicklungsgeschwindigkeit von den Cloud, Data Teams oder von den Data Teams deutlich, deutlich ein. Und also genau, also einfache Dinge von Anfang an richtig machen oder, dann nachzuziehen, äh, nachdem man gestartet hat, ist super, super schwer, aber ist natürlich ein toller Antrieb, einfach auch dann wieder 'n Schritt zurückzugehen und die Dinge dann zu korrigieren, wenn man was rausgefunden hat, was besser gehen sollte. Ja, Was ist dein Problem ist ja da irgendwie auch, wenn ich noch was dazu sagen kann, dass am Anfang irgendwie erst mal sehr schnell 'nen Wert gezeigt werden muss. Irgendwie, okay, das Dashboard hat halt tatsächlich irgend 'nen 'ne Funktion, irgendeinen Wert fürs Unternehmen, was auch immer dieser Wert erst mal sein mag. Und das muss meistens sehr schnell gehen, weil dafür gibt's meistens kein Budget oder auch keine Zeit. Das heißt, dort wird alles getan dafür, dass halt die Zeit so gering wie möglich ist. Und sobald man diesen Wert dann gezeigt hat, gibt's halt oft ganz viele Ideen, was man noch machen könnte. Und dann hat man so eine Featureitis, wie man manchmal sagt, dass man irgendwie ein Feature nach dem nächsten baut, ein Dashboard nach dem nächsten baut. Und das ist natürlich gefährlich, weil man eigentlich nach diesem ersten Schritt erstmal kurz anhalten muss und sagen, eine Woche oder ein bisschen abhängig vom System, aber ein paar Tage zumindest einfach investieren muss, um das irgendwie auf ein sinnvolles Fundament zu stellen. Und das wird halt selten gemacht. sehr gut zusammengefasst, danke. Ja. Was ist dein Learning? Ja, also ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass schlechte Datenquellen, eigentlich der Tod für jedes Datenprojekt sind. Und mit schlechten Datenquellen meine ich eigentlich vor allem Quellen, die sich ständig ändern, die ständig kaputt gehen und die man ganz oft auch nicht unter eigener Kontrolle hat. Also, es gibt einfach Projekte, in denen die Daten halt von Third-Party-Providern kommen, externen Partnern, vielleicht auch offene Daten. Und das ist extrem kompliziert oder komplex, das immer unter Kontrolle zu halten. Und das nachfolgende Problem ist, dass man dann halt kaum stabile Analytics machen kann. Also was soll man denn machen, wenn die Daten sich ständig ändern, vielleicht die Formate ändern oder noch schlimmer, die Daten ändern sich vom Format überhaupt nicht, aber das, was drin steht, ist plötzlich ganz falsch. Es tauchen super viele Doppelungen auf, die aber manchmal auch gar nicht echte Doppelungen sind, sondern wo halt auch Sachen sich wieder geändert haben.
Und das ist kaum managebar in der Praxis, weil man da immer zu der Datenquelle rennen muss und sagen: „Hier, eure Daten machen irgendwie Mist.“ Und im besten Fall wissen die sofort, was gemacht wird. Ganz viele Anbieter von Daten wissen halt überhaupt nicht, was passiert. Und dann sitzt man halt ein paar Wochen da und denkt so: „Ja, okay, hier kommt nur Quatsch rein. Was machen wir eigentlich?“ Aber das ist natürlich auch das Spannende, dass man da zumindest Mechanismen einbaut, die das verhindern oder zumindest, dass man auch als Betreiber der Analytics oder der Dashboards am Ende weiß, okay, die Daten, die jetzt hier drin stehen, die sollte man zumindest mit Vorsicht genießen oder sind vielleicht sogar totaler Quatsch. Also Data Semantics ist halt so ein großes Thema. Da muss ich, ja, wie du sagst, nicht mal das Schema ändern. Aber es kann halt der Datenpunkt 10 Grad kann an einem Tag in Celsius ausgedrückt sein und am nächsten Tag in Fahrenheit. Oder man hat den Sensor ausgetauscht an der Maschine zum Beispiel und der Sensor, hat eben 'ne andere Toleranz zum Beispiel, grad Ja, wenn man so Zeitreihen analysiert, und Predictive Maintenance macht. Genau, also diese Semantik, zum einen und gerne verstecken Techniker oder verstecken wir als Data Engineers, Data Pipeline Architekten dann auch Transformationslogik irgendwo tief in diese Pipeline. Und wir gehen beim Entwickeln von diesen Pipelines davon aus, von bestimmten Annahmen und die finden dann implizit ihren Weg in, sage ich mal, eine Aussage in Daten, die vielleicht gar nicht so getroffen werden könnten. Und deshalb ist auch ganz wichtig, eben diese Komplexität dann auch zu exposen gegenüber 'n Business-Stakeholder zum Beispiel und einfach halt transparent zu kommunizieren: „Guck mal, ich musste die und die Aggregation treffen, zum Beispiel Deduplizierung. Habe ich 'n gleitender Mittelwert zum Beispiel benutzt in dieser Gruppe zum Beispiel oder ich habe nur den Listenwert benutzt, wenn null drin steht. Und das muss man einfach exposen, um zu sagen: „Okay, guck mal, das ist praktisch der Data Bias, den man irgendwie, am Ende im Dashboard sieht. Und je ja. nachdem, wie wir den in der Data Pipeline verarbeiten und, von welchen Annahmen wir ausgehen, ändern sich eben die Aussagen im Dashboard ganz fundamental." Ja, Daten sind ja sowieso irgendwie Interpretationssache, also auch Ja. so Datenqualität. Das, was für mein Projekt gute Daten sind für ein anderes Projekt vielleicht furchtbare Daten. Da ist auch immer die Frage, welche Information steckt da drin, welche will ich eigentlich verarbeiten, welche Frage möchte ich eigentlich beantworten. Und das macht natürlich auch viel aus. Okay, Aber jetzt machen dann wir ja alles mit KI. ja, was für eine Überleitung. Und deshalb haben wir diese ganzen Probleme nicht mehr, weil wir können das ja prompten. Ja, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Natürlich. Ähm, ja, mit der Überleitung bin ich jetzt überfordert, aber, wir schaffen das. Hm, genau, es ist ja aktuell so ein bisschen das, sage ich mal, der Trend, dass viele Unternehmen, gerade im oberen Management irgendwie sagen: „Wir machen jetzt alles mit KI.“ Also, so ein bisschen, wir wollen eigentlich unsere ganze Belegschaft ersetzen. Am liebsten würde der CEO da die ganze Zeit sitzen und einfach 1.000 Coding-Agenten prompten, oder eigentlich nur einen prompten und die ganzen Coding-Agenten machen irgendwie komplett unbeaufsichtigt, was sie sollen und am Ende wird viel Geld verdient. Das ist ja so ein bisschen die Stimmung in einigen Teilen der Industrie aktuell, auch wenn, das auch nicht auf alle zutrifft. Genau, und die Ausgangssituation ist immer irgendwie, wir wollen irgendwas mit KI machen, am besten alles. Weil, wie jeder von uns, das ist ein menschliches Bedürfnis, man möchte sich nicht mit Herausforderungen, sagen wir mal, Problemen beschäftigen, sondern man möchte ja eigentlich so problemlos wie möglich durch sein Leben, durch seine Arbeitswelt kommen und so weiter. Und da bieten natürlich LLMs, Agenten 'ne schöne Möglichkeit, ja, sagen wir, Herausforderungen weiß zu waschen oder zumindest die Illusion zu schaffen von 'ner schnellen Lösung, äh die wir, als Problem definiert haben, die unsere Arbeit praktisch, definiert, wo man sagt: „Okay, ich habe das jetzt 'nem LLM gegeben, der kann das besser wie ich, ähm, der löst mir dann so 'ne Aufgabe." Ist natürlich 'n toller Weg des kleinsten Widerstandes, würde ich mal sagen. Man kann sein Denken halt so ein bisschen auslagern und das, ist halt bequem. Genau, und dann, w was können wir dann auslagern? Also, wir können unser eigenes Denken auslagern, zum Ja, Beispiel, wenn ich 'ne Funktion implementiere, oder? Und genau. dann könnte ich praktisch auch noch meinen eigenen Job automatisieren, wenn ich praktisch 'n LLM in 'ne Organisation implementiere,
das dann Dinge autonom tut, wo man vorher 'n Mensch braucht hat, oder? Ja, ja. I Sag du's mal, genau. Ich würde halt irgendwie bei dieser Aussage, wir wollen alles oder irgendwas mit KI machen, halt irgendwie in 2 Anwendungsfälle Okay. unterscheiden. Zum einen ist das halt so dieses typische, wir wenden KI an. Das ist, glaube ich, das, was aktuell auch mit den ganzen LLMs den größten Hype erfährt. Also wir, schreiben in irgend Chatfenster irgendwas rein und die KI macht irgendwas und gibt uns eine Antwort oder, es werden irgendwie mit Claude Code oder OpenClaw oder was auch immer irgendwie Sachen, sage ich mal, automatisiert im weitesten Sinne, die halt irgendwie über 'nen Prompt funktionieren und dann, ja, im besten Fall halt Code erzeugen oder 'ne Marketing-Copy erzeugen oder solche Geschichten, E-Mails, was auch immer. Also gerade im Kundensupport ist das, glaube ich, aktuell ein großes Thema, dass halt ja fast jede Website mittlerweile so einen KI-basierten Kundensupport hat und der funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber eigentlich landet man am Ende immer bei einem Menschen, wenn es noch einen gibt, weil die KI das Problem halt auch nicht lösen konnte, was man hat. Und der andere Fall ist, dass man wirklich KI in einem Produkt einbaut, also einarbeitet, dass man halt irgendwie sein das Produkt, was es schon gibt, vielleicht mit einer intelligenten Funktion versieht, wie auch immer die genau aussehen mag. Und der andere Fall ist, dass man neue Produkte entwickelt, weil man halt sagt: „Okay, wir haben jetzt mit KI-basierten, quasi LLM-basierten Methoden plötzlich Möglichkeiten, die wir vorher einfach nicht hatten.“ Weil wir halt super viel Wissen zum Beispiel verarbeiten müssen und dann, brauchen wir halt irgend System, was das kann. Und dann ist ja immer die Frage, was brauchen wir eigentlich dafür, um das alles zu entwickeln? Das sind so aus meiner Sicht die 2 großen Anwendungsfälle, auch wenn es bestimmt Bereiche gibt, wo das so ein bisschen Overlap gibt an der Stelle. Sehr schön zusammengefasst. Wie würdest du sagen, was sind so diese KI-Anwendungen typischerweise, die du jetzt in den letzten 6 Monaten so benutzt hast, gesehen hast in deinen Gigs oder in Diskussionen mit Kollegen? Also, die gesamte Diskussion oder auch die Öffentlichkeit an der Stelle ist aktuell sehr von einfach Claude Code, würde ich sagen, dominiert oder von LLMs im Allgemeinen, wobei jetzt so diese typische, sage ich mal, ChatGPT-Anwendung, dass man jetzt einfach einen Chat hat, in den man reinschreibt, mittlerweile, glaube ich, so etabliert ist, dass von der kaum noch groß geredet wird. Was halt viel häufiger noch diskutiert wird, ist so dieses: „Ja, wir laden uns irgendwie Claude Code runter und das kann uns jetzt unsere Programmierung ersetzen, unsere Programmierer überflüssig machen oder wir brauchen halt nur noch 10 Programmierer und nicht mehr 100“, so nach dem Motto. Und das sind eigentlich so die Sachen, die primär da sind. Alles andere im Bereich KI existiert de facto in den Köpfen nicht. Also so klassisches Machine Learning, Regression, Klassifikation, äh, diese ganzen Sachen, Computer Vision, sind alles Dinge, die in der Diskussion überhaupt nicht auftauchen. Und das ist eigentlich super schade, weil die erzeugen halt seit vielen, vielen Jahren halt extrem viel Wert, sind viel einfacher in der Umsetzung und auch im Betrieb, als jetzt irgendwie so ein komplett LLM-basiertes System zu bauen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil irgendwie so der Standard einfach ist: „Okay, lass da mal 'n LLM draufwerfen auf das Problem.“ Und die Frage, ob das eigentlich das richtige Tool dafür ist oder auch die Kosten, die dafür anfallen, das rechtfertigen, sind halt einfach aktuell nicht vordergründig, sondern die werden einfach erstmal so: „Ja, ja, wir machen das, weil wir sind jetzt modern und hip und KI.“ So ein bisschen wie vor 15, 20 Jahren irgendwie alle agile sein wollten und es am Ende doch nicht geschafft haben. Ich habe ich habe 'ne Diskussion geführt und da fand ich 'n tollen Punkt, dass jemand gesagt hat: „Bei 'nem klassischen Machine Learning Modell musst du den Lösungsraum davor definieren, du Trainingsdaten collecten, 'n Modell auswählen, trainieren und dann absichern. Wenn du das mit 'nem LLM machst, kann's sein, dass es im Voraus funktioniert, aber du musst praktisch das im Nachhinein in 'nen Käfig einsperren und den Ja, Käfig definieren. Also, einmal definierst du den Lösungsraum im Voraus und sagst: „Das sind meine Testdaten, die ich und Trainingsdaten, die ich zeige.“ Und, im zweiten Mal die gleiche Arbeit hast du und sagst: „Okay, liebes LLM, du könntest mir was über, Shakespeare erzählen o oder diese Aubergine praktisch auf, Probleme untersuchen. Ich muss dich aber jetzt praktisch in 'nen Käfig einsperren, wo du nur, Terminvereinbarung praktisch übernimmst für 'ne Steuerberatungskanzlei zum“. ja. Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, wieso diese
wieso die Betreiber von den LLMs einfach so viel Kohle bekommen haben, weil halt das ein sehr allgemeines Tool ist und es vermeintlich für sehr viele Sachen funktioniert und man kann im Endeffekt jede Problemstellung reinwerfen. Es wird dir schon eine Antwort rausgeben. Wie gut die ist und was sie sozusagen tatsächlich bedeutet oder wie brauchbar sie ist halt noch mal 'ne ganz andere Frage. Und Und das das finde ist ich auch sieht sehr brauchbar. Also, es gibt ja Anwendungsfälle, wo das super, super gut und brauchbar ist. ja, Aber erst, wenn man eben weiß, wie man das LLM so einsperrt, promptet. ja, genau. Also, es verschiebt die Komplexität halt eigentlich einfach woanders hin und was halt im Vergleich auch zu, sage ich mal, normalem, traditionellem Machine Learning bisschen problematisch ist, dass man halt alles, was man da reinsteckt in so 'n LLM von Anthropic, OpenAI oder wem auch immer, das landet halt auch da. Also, das ist ja jetzt auch schon 'n paarmal vorgekommen, dass irgendwie interne Daten geleakt wurden. Es erfindet ja auch regelmäßig API-Keys, eventuell echt sind oder auch nicht. Also, ist auch so 'ne Frage. Natürlich macht's das nicht mit Absicht, aber allein dadurch, dass es halt kontinuierlich mit dem, was es sieht, auch weiter trainiert wird, lässt sich das gar nicht vermeiden. Datenschutz generell, also ich habe das auch schon selber miterlebt, wie so, Leute im Zug dann plötzlich Lebensläufe da reinschieben, die nicht ihnen gehören und sagen: „Ja, bewerte mir mal diesen Lebenslauf", wo ich mir denke: „Das sind personenbezogene Daten, das kannst du halt nicht einfach machen." Aber das ist halt Standard. Das wird mittlerweile, glaube ich, großflächig gemacht und das interessiert keine Sau mehr, was da für Datenschutz, dahinter steckt oder nicht. Zumindest haben ja die großen Vendors Data Processing Agreements abgeschlossen, die aber jederzeit von amerikanischer Gesetzgebung overruled werden können. Genau, Also je Genau, und das ist ja schon das eine Problem, dass sozusagen dann auch ja teilweise sensible Daten, also 'n Lebenslauf ist ja noch verhältnismäßig, wenig sensibel. Also, grade bei, sage ich mal, qualifizierten Fachkräften gibt's das fast immer auch irgendwo auf LinkedIn oder Xing oder sonst wo irgend zu sehen, auf irgendwelchen anderen Plattformen, wo man halt zumindest grob den Werdegang nachverfolgen kann und wie alt die Leute grob sind und solche Geschichten. Aber bei allem bei allen anderen ist es halt schon wieder was anderes und spätestens, wenn man dann anfängt, irgendwie noch medizinische Daten oder andere Sachen da reinzupacken, wird's halt schon schwierig. Hm, und man kann ja so 'n LLM einfach mal fragen, was das über einen weiß, wenn man da 'nen Account hat. Von gute daher Idee, habe ich noch nie gemacht, werde ich mal ausprobieren. also, ich weiß nicht, was mittlerweile rauskommt. Ich habe das mal vor 'nem Jahr oder so gemacht und das ist halt, wenn man das irgendwie regelmäßig benutzt, dann ist schon das weiß echt viel über einen. Und das kann auch viele Ableitungen machen. Klar, da ist auch immer mal wieder was dabei, was totaler Quatsch ist, aber so grundsätzlich, ähm, wissen die schon echt viel. Und Man ja, benutzt es ja meistens nur für also OpenAI hat jetzt erst was veröffentlicht, dass 70% äh, Privat Anfragen praktisch privater Natur sind. Fragen, wie die man halt eher früher Google gestellt hat, sei mal in ja, Google. Und jetzt stellt man es eben bei einem anderen Tool. Was ja dann auch wieder interessant ist, weil zum Beispiel, Google hat ja auch nichts anderes gemacht, als den ganzen Text, der indiziert wurde, in irgendwelche Suchindexe, ja, reinzubringen. Das bedeutet, eigentlich beschäftigt man sich wieder jetzt mit irgendwie vektorbasierter Suche. Also, ob das früher Google praktisch implementiert hat mit ihrem Algorithmus oder jetzt, ChatGPT oder 'n LLM praktisch aus 'nem großen Korpus diese Zusammenhänge ja. gelernt hat, ist, eigentlich von der Anfrage und was mathematisch dahinter steht, schon sehr ähnlich. Ja, es ist halt, so, dass es natürlich für viele angenehmer ist, einfach 'ne Frage irgendwie zu stellen und 'ne Antwort zu bekommen. Man muss sich halt nicht mehr die Antwort selber suchen. Das vereinfacht's halt natürlich, aber es ist halt auch so, dass die Antworten nicht immer korrekt sind. Und dieses Und ganze hast du ja, auch ja, 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 stimmt, ja. dass Leute halt so in der Diskussion: „Ja, ChatGPT hat gesagt, dieses und jenes." Das ist halt auch so 'ne Sache, die mich richtig nervt mittlerweile, weil es einfach komplett unnötig ist. Da wird auch überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist quasi so 'ne Art Autorität geworden, aber das ist halt, auch 'n bisschen schwierig irgendwie, weil man, ja trotzdem noch selber denken sollte. Man muss die Fakten auch irgendwie überprüfen. Teilweise werden ja sogar Quellen erfunden oder Links erfunden, die's überhaupt nicht gibt. Ich weiß gar nicht, bei Juristen gab es das jetzt ein paar Mal, dass irgendwie Urteile erfunden wurden, die es so gar nicht gibt und dann quasi im Verhandlungsraum plötzlich festgestellt wurde, ja, dieses Urteil gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das war in den USA,
Von daher ist es schon interessant, auf was da für Ich habe das Wege gelesen in geht. Australien, dass eine Studie veröffentlicht wurde mit Zitationen von Professoren, die prak das nie gesagt haben. Und der Ja, Professor hat dann praktisch diese Studie gelesen und hat gesagt, da steht ein Zitat von mir drin, das ich nie so getroffen habe. ja, Und dafür wurde viel Geld bezahlt aber also diese Konversion von jetzt sage ich mal LLMs und jetzt sage ich mal früher Google, jetzt sage ich mal auf der jetzt menschlichen Ebene, habe ich früher nicht gewusst, ob das, was Google mir am höchsten anzeigt, auch die beste Lösung ist. Ich weiß ja nicht, was Google mir nicht anzeigt. ja. Ja, So ähnlich ist das ja jetzt mit diesen LLMs dann auch. wobei ich zumindest sagen würde, also wie ich Google oder Suchmaschinen verwende, ist das halt, ich gucke mir halt mindestens mal 3 bis 5 Seiten in der ersten Seite an. Also ich gebe dir recht, alles, was irgendwie spätestens nach der zweiten Seite existiert, ist quasi nicht existent. Aber ich gucke mir schon mehrere Quellen im Normalfall an und sage, okay, das kommt ja auch immer wieder. Mittlerweile natürlich auch nicht mehr so einfach, weil ganz viel KI-generierte Webseiten einfach auch am Start sind, wo man halt auch nicht mehr weiß, okay, ist das, was hier steht, eigentlich echt oder ist das sozusagen auch nur eine Halluzination? Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon nochmal vor allem eine andere Leistung. Ich muss ja erstmal bewerten, ob die Seiten korrekt sind oder nicht. Bei einem LLM oder ChatGPT oder was auch immer, das merke ich auch selber, tendiere ich halt dazu, gar nicht mehr so viel zu überlegen, ob das eigentlich Sinn ergibt oder nicht. Es klingt gut und das reicht meistens. Und wenn die Teile irgendwas sind, dann sind sie halt extrem selbstbewusst in der Art, wie sie die Antworten geben. Also, dass das falsch sein könnte, darauf kommt man gar nicht im ersten Moment, einfach weil die so gefallen wollen, dass das halt gut klingt. Und supportive. Also die Genau, stimmen dir ja eher zu. genau. Und sobald man das irgendwie challenged, was sie gesagt haben oder was sie Ja. wiedergegeben haben, dann geht's halt wieder los mit, ah ja, Entschuldigung, du hattest recht, so nach dem Motto. Und das kann man ja auch mal versuchen, wenn man irgendwas challenged, wo man weiß, dass es korrekt ist. Das wird halt immer versuchen, einem zu gefallen. Und manchmal kommt am Ende trotzdem ganz grober Quatsch raus. Also ich hatte das schon mit verschiedenen Frameworks, wo es irgendwie Version 1 und Version 2 gibt und dann gab es irgendwie Breaking Change dazwischen. Und dann sage ich, ja, ich will aber Ja. Version 2. Dann kommt Code für Version 1 raus. Dann sage ich, ja, aber das ist ja Code für Version 1. Ich möchte Version 2. Dann, Entschuldigung, hier ist Code für Version 2. Und was kommt raus? Wieder Code für Version 1. Oder noch ein Mischmasch, was das halt noch schlimmer macht. Das ist schon gar nicht mehr so einfach dann. Oder ja, Ich will das macht nochmal auch keinen zurück zu Spaß dieser mehr. Konversion von diesen LLM-Tools und jetzt herkömmlicher Softwareentwicklung. Ja. Haben wir ja auch jetzt bei Claude Code zum Beispiel, der Code von Claude Code wurde geleakt. Was Ja. war da? Ich weiß nur, dass es den Leak gab und so genau habe ich mich dann gar nicht damit beschäftigt. Aber wenn ich das, was ich gelesen oder verstanden habe, ist, dass es halt auch sehr viel, ja, quasi normale, einfache Tools sind. Im Endeffekt ein paar Bash-Skripte, die zusammengeschoben werden und halt viele Sachen auch einfach sehr primitiv funktionieren. Also klar, das ist irgendwo im Hintergrund dieses Modell, was da funktioniert, aber dann gibt's auch wieder Sachen, die einfach nur so ein paar If-Else-Blöcke sind, also ein paar Bedingungen, die halt irgendwie abgefragt werden. Und das macht's halt, ja, ist an sich kein super komplexes System. Also das LLM wahrscheinlich schon, das im Hintergrund Genau. läuft. Das natürlich, Aber also diese Orchestrator und so hat sehr viele Komponenten, die man einfach auch in der klassischen Softwareentwicklung mit Bedingungen, While Loops ja. und so weiter. Ja, das ist ja auch so eine, das habe ich jetzt auch öfter gehört, so eine Fehlinterpretation, dass man irgendwie, wenn man jetzt KI macht oder auch KI in seine Produkte einbaut, und ich glaube, da kann man beim nächsten Mal vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr drüber sprechen, um jetzt hier die Zeit nicht komplett zu sprengen, aber so als Teaser vielleicht, dass man, nur weil man jetzt KI einbaut oder KI benutzt, denkt, dass man halt keine klassische Softwareentwicklung mehr benötigt und auch die Entwickler alle überflüssig sind, ist halt aus meiner Sicht zumindest, so wie es aktuell aussieht, eher eine Fehlinterpretation, weil ganz viel drumherum um diese KI-Modelle ist halt trotzdem einfach ganz normale Softwareentwicklungs- und Infrastrukturthemen. Da müssen halt irgendwie Server provisioniert werden und da müssen Absicherungen getroffen werden. Die Daten müssen da irgendwie rein und raus, die müssen gespeichert werden, was auch immer. Und dafür braucht man halt nach wie vor Entwickler und man braucht auch die ganzen
Produktmanager, Product Owner und diese ganzen Rollen auch nach wie vor, die werden sich sicherlich verändern, aber natürlich kann man jetzt sehr viel Sachen mit KI entwickeln, aber ob die irgendjemand braucht oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Hm, ich kann mir halt vorstellen, dass die so Product Management und Entwicklerrollen so ein bisschen zusammenkommen. Also, dass halt auch für Entwickler wieder mehr relevant wird, wie sehr das im Produkt am Ende eigentlich umgesetzt wird, die Rolle des Users. Das ist ja das, was heute oft abgeschirmt wird von den Entwicklern. Und das wird halt sicherlich interessanter, genauso wie die Product Manager sicherlich mehr technisches Know-how brauchen werden in Zukunft, um sozusagen diese Lösung zum Teil vielleicht auch selber erstmal zu implementieren mit irgendeiner Form von LLM-gestützten Workflow, um zu sagen, okay, ist das überhaupt das, was die User wollen? Aber die Menschen wird man trotzdem brauchen, weil das, so wie es jetzt aussieht, einfach sonst nicht funktionieren wird. Und nur Code erzeugen ist schön, aber es muss halt auch irgendwie funktionieren. Es muss langfristig funktionieren. Und da sehe ich aktuell nicht, dass das der Fall ist bei den Sachen, die ich gesehen habe. Auch wenn wir jetzt 1000 Produkte an einem Tag launchen können, bedeutet ja das nicht, dass die irgendwie Geld verdienen. Ja. Die Validierung findet immer noch mit echten Menschen auf der Straße statt, die das Produkt dann kaufen. Genau, und das ist quasi, das ist ein sehr gutes Beispiel, aber auch intern ist ja so, dass ich kann jetzt irgendwie zwar tausende Zeilen Code am Tag erzeugen, aber die müssen ja trotzdem in irgendeiner Form gereviewt werden. Es müssen trotzdem Entscheidungen getroffen werden und die Entscheidungsfindung gerade in größeren Unternehmen ist halt extrem aufwendig, dauert ewig lange oftmals. Gerade wenn es um größere Änderungen geht, ob man diese Art Feature da überhaupt drin haben will oder nicht. Und das ist natürlich schon problematisch. Was halt richtig cool ist, dass ich jetzt halt an einem Tag einen MVP bauen kann und sagen kann, okay, den zeige ich jetzt erstmal 3 Leuten. Sehen die halt irgendwie, dass es sinnvoll ist. Gerade wenn ich jetzt, also ich persönlich habe im ganzen Frontend-Bereich nur begrenzt viel Erfahrung. Und so ein einfaches Frontend einfach mit KI hinzubauen, ist halt jetzt Supergeil. deutlich schneller für mich. Und das heißt, ich kann das, was ich im Backend halt kann und mache, viel einfacher einfach erstmal jemandem zeigen, ohne dass ich dem jetzt eine API geben muss, sondern der kann sich jetzt halt Sachen direkt auf einer Website angucken. Wird die Website geil sein? Auf gar keinen Fall. Wird die ewig lange funktionieren und gut sein? Auch auf gar keinen Fall. Aber ich kann halt überprüfen, ob meine Annahmen bezüglich des Users oder der User im Allgemeinen irgendwie Sinn ergeben und stimmig sind. Das ist auf jeden Fall ein super Abschluss, finde ich, dass wir als Entwickler, Tech-People mehr Richtung Business arbeiten können, schneller Richtung Business arbeiten können. Ja. Dass die Businessleute schneller Richtung Tech arbeiten können. Man trifft sich trotzdem natürlich wie früher in der Mitte. Insgesamt könnten wir schneller werden, aber In der aktuell Theorie noch zumindest. 70%. Aktuell benutzen 70% der Anfragen von ChatGPT sind privater Natur. Ja. Genau, also da ist praktisch auch dieser Eindruck, den Menschen, Führungskräfte sagen, wir machen jetzt alles mit KI, wir sind eine KI-getriebene Organisation, versus die aktuelle Beobachtung von diesen LLMs, genau, sind dann noch nicht so aligned, wie es jetzt in der einschlägigen Presse und auf LinkedIn organisiert ist. Genau, und wir als Dateningenieure, wir können eine SQL-Query schreiben und dann sage ich, liebes LLM, mach mir ein Grade Your Page auf Grundlage von diesen Daten und außerdem will ich noch auf verschiedene Dimensionen filtern. Ja, das hat auf jeden Fall Möglichkeiten geschaffen. Aber man muss halt vorsichtig sein, wie man sie verwendet. Und alles mit KI, es bedeutet immer noch sehr, wie bei Claude Code, sehr viel If-Else-Statements und While-Loops und ein ganz kleiner Teil LLM. Ja. Das Allein schon, weil dann man ganz oft Magie. den Prompt halt anpassen muss für kleine Teile, kleine Unterschiede. Und das ist halt schon Aufwand. Okay, aber da können wir das nächste Mal auch einfach nochmal tiefer einsteigen. Und heute sind nämlich die 30 Minuten schon wieder gut voll. Ich glaube, länger will uns auch keiner zuhören. Und dann bedanken wir uns wie immer für fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Schreibt uns. Ciao.